Hi, ich bin Patrick von den Coffee Tasters und stelle euch heute die Melitta Latte Select vor. Besonders spannend sind hier der Doppelbezug von Milchschaumgetränken und die zwei Bohnenbehälter. Was das Modell sonst noch so drauf hat, erfahrt ihr in diesem Video. Der Vollautomat hat ein automatisches Milchsystem und bereitet euch 12 Getränke auf Knopfdruck zu. Ihr könnt hier nicht nur 2 Espressi oder Kaffee, sondern auch 2 Latte Macchiato oder Cappuccino gleichzeitig beziehen. Außerdem könnt ihr bis zu 6 individuelle Profile anlegen. Wie das geht, erklären wir euch im Laufe des Videos oder ihr lest den ausführlichen Testbericht auf unserer Website. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Dort erfahrt ihr auch, wie gut dieses Modell im Vergleich zu anderen Vollautomaten ist. Aber jetzt starten wir erstmal mit unserem Test. Oben rechts auf dem Vollautomaten ist das Bohnenfach. Es hat einen luftdichten und abgedunkelten Deckel. So bleibt das Aroma der Bohnen bestmöglich erhalten. Und wir sind hier auch gleich beim ersten Highlight, denn die Melitta Latte Select hat 2 Bohnenfächer. In jedes Fach passen 135 Gramm Bohnen. Über diesen Schalter hier vorne könnt ihr das Fach wechseln. Stellt ihr den Schalter nach links, werden die Bohnen aus dem linken Fach verwendet. Stellt ihr ihn nach rechts, werden die Bohnen aus dem rechten Fach verwendet. Hier vorne ist noch ein Fach für Kaffeepulver. Das ist praktisch, wenn ihr mal einen entkoffeinierten Kaffee trinken wollt. Der Vollautomat erkennt automatisch, wenn ihr hier Kaffeepulver einfüllt und deaktiviert das Mahlwerk für den nächsten Bezug. Den Mahlgradregler findet ihr auf der Rückseite des Vollautomaten. Es stehen euch 5 Stufen zur Verfügung. Ganz links bei den kleinen Punkten sind die feinen Mahlgradstufen und rechts dann die etwas gröberen. Den Regler bewegt ihr einfach während dem Mahlvorgang in die gewünschte Richtung. Wir haben aktuell Stufe 2 eingestellt, so ist es ideal für Espresso. Wenn ihr hauptsächlich Kaffee trinkt, ist Stufe 3 super geeignet. Mit dem Schnitt nur 63 Dezibel ist es eines der leisesten Mahlwerke aus unserem Test. Auf Stufe 2 wird das Kaffeepulver auch gleichmäßig und fein gemahlen. Mit dem Mahlwerk sind wir insgesamt sehr zufrieden. Den Wassertank findet ihr hier links. Einfach den Deckel öffnen, leicht anheben und dann zur Seite entnehmen. Über diesen kleinen Anschluss hier zieht der Vollautomat das Wasser. Und dort könnt ihr auch einen Wasserfilter anschließen. Der erste Filter wird euch direkt mitgeliefert. Wenn ihr immer einen Filter nutzt, müsst ihr nur einmal im Jahr entkalken. Aber der Vollautomat funktioniert natürlich auch ohne. Dann müsst ihr alle 1 bis 2 Monate entkalken. Die Wasserhärte könnt ihr mit diesem Teststreifen messen und dann am Vollautomaten einstellen. Das ist wichtig, damit ihr rechtzeitig ans Entkalken erinnert werdet. Es passen 1,8 Liter für ca. 12 bis 15 Getränke in den Tank und sobald er leer ist, erscheint ein Hinweis im Display. Dank der großen Öffnung lässt sich der Tank leicht befüllen, entweder direkt am Vollautomaten oder unterm Wasserhahn. Jetzt schauen wir uns den Milchbehälter an. Der Deckel sitzt richtig dicht und über dieses Röhrchen wird die Milch angesaugt. Wie ihr seht, ist der Milchbehälter ziemlich groß. Es passt ein kompletter Milchkarton, also 1 Liter hinein. Insgesamt reicht das so für 10 Milchschaumgetränke. Ideal für große Familien mit Kindern, die gerne Kakao trinken. Den Milchschlauch steckt ihr einmal hier am Milchbehälter ein und hier direkt am Vollautomaten. Oder ihr zieht die Milch einfach direkt aus dem Milchkarton. Dafür hängt ihr den Schlauch einfach so ein. Nach dem Bezug könnt ihr den Tank dann in den Kühlschrank stellen. Den Kaffee- und Milchauslass könnt ihr von 9 bis 14 cm verstellen. Wie ihr seht, gibt es je 2 Auslässe für Kaffee und Milch. Daher können fast alle Getränke, auch mit Milchschaum, im Doppelbezug zubereitet werden. Vorne sind die Milchauslässe und dahinter die Kaffeeauslässe. Da auch der Milchschlauch hier neben angeschlossen ist,
lassen sich die Auslässe perfekt an eure Tassen anpassen. Außerdem werden die Getränke durch 2 kleine LEDs schön beleuchtet. Auf uns wirkt alles sehr robust und gut durchdacht. Besonders die silberne Frontblende mit Touch-Display und den farbigen Getränkesymbolen hier wirkt sehr hochwertig. Das Abtropfblech hier ist aus Edelstahl und wird durch dieses Kunststoffgitter vor Kratzern geschützt. Alle Teile schließen genau bündig miteinander ab. Nur diese Abdeckung hier ist ein wenig klapprig. Dahinter ist übrigens die entnehmbare Brühgruppe. Insgesamt ist die Qualität überzeugend, denn die Verarbeitung stimmt auch bei den kleinen Details. Den Vollautomaten schaltet ihr über einen Knopf auf der linken Seite ein. Dann wird ein automatischer Spülvorgang durchgeführt und der Vollautomat heizt vor. Das dauert ungefähr 50 Sekunden. Anschließend könnt ihr direkt euer erstes Getränk beziehen. Hier oben ist das Display. Die Getränke sind, wie ihr seht, durch farbige Symbole dargestellt. Wir haben hier ganz links den Espresso, dann den Kaffee, den Cappuccino, Latte Macchiato, hier Milchschaum oder wenn ihr die Taste 2 Sekunden gedrückt haltet, bekommt ihr Milch ohne Schaum und hier daneben noch die Tasse für heißes Wasser, zum Beispiel für Tee. Unter My Recipes findet ihr dann noch 8 weitere Getränke. Dafür müsst ihr die Taste einfach 2 Sekunden lang gedrückt halten und seht dann hier den Ristretto. Das ist ein extra intensiver Espresso mit nur 20 Milliliter. Den Lungo, das ist ein verlängerter Espresso mit 60 Milliliter. Der Americano, ein Espresso, der mit heißem Wasser gestreckt wird, den zeigen wir euch gleich. Der Espresso Macchiato, das ist ein Espresso mit etwas Milchschaum. Der Kaffee Latte, der ist wie ein Cappuccino, nur etwas mehr Milch und weniger Schaum. Der Kaffee Olé, das ist ein klassischer Milchkaffee, der je zur Hälfte aus Kaffee und Milch zubereitet wird. Den zeigen wir euch auch gleich noch. Dann den Flat White, das ist ein intensiverer Cappuccino, für den 2 Espressi verwendet werden. Und der Long Black, bei dem wird erst heißes Wasser und danach dann noch 2 Espressi bezogen. Sobald ihr hier ein Getränk auswählt, startet sofort der Bezug. Das gilt auch für die Bezugstasten hier oben. Ihr könnt also auch Getränke mit einem Knopfdruck beziehen. Wenn wir die Kaffeestärke vorher noch anpassen wollen, können wir das hier oben über die Kaffeebohne machen. Wie ihr seht, haben wir hier insgesamt 4 Stufen zur Auswahl, von mild bis sehr stark. Über die 2-mal-Taste könnt ihr dann nur noch den Doppelbezug aktivieren. Dann seht ihr hier im Display das 2-mal-Symbol. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Latte Macchiato auswählen, werden 2 Getränke gleichzeitig zubereitet. Das ist bei den Milchschaumgetränken schon eine Besonderheit, denn die meisten Vollautomaten haben nur einen Milchauslass. Jetzt kommt der spannende Teil, die Getränkezubereitung. Wir beginnen wie immer mit einem Espresso. Dazu wählen wir zunächst bei der Kaffeestärke Stufe 3 aus, also stark. Die Getränkemenge stellen wir wie immer auf 40 Milliliter. Und tippen jetzt auf den Espresso. Während dem Mahlvorgang können wir die Kaffeestärke immer noch anpassen. Und über den Drehschalter auch die Getränkemenge. Der Espresso sieht schon während dem Bezug sehr gut aus. Er hat eine schöne goldbraune Farbe. Jetzt messen wir schnell die Temperatur. 67 Grad sind genau richtig, denn bei gut 60 Grad kommen die Aromen am besten zur Geltung. Und jetzt schaut euch mal diese gleichmäßig feine Crema an. Die sieht im Kaffee bestimmt nicht besser aus. Geschmacklich auch ein super Espresso. So darf es gerne weitergehen. Jetzt möchten wir euch den klassischen Kaffee zeigen. Dafür haben wir den Schalter am Bohnenfach auf die hellere Röstung gestellt. Allerdings machen sich die Bohnen nicht sofort im Getränk bemerkbar, sondern erst einen Bezug später. Denn es sind immer noch ein paar Bohnen aus dem anderen Fach im Mahlwerk.
Wollt ihr die Bohnensorte wechseln, solltet ihr den Schalter daher bereits einen Bezug vorher umstellen. Das ist zwar etwas umständlich, aber immerhin habt ihr die Möglichkeit, die Bohnensorte zu wechseln. Andere Vollautomaten in diesem Preisbereich bieten das nicht. Die perfekte Lösung wäre hier natürlich ein zweites Mahlwerk, aber solche Vollautomaten kosten dann noch deutlich mehr. Eine Mischung aus zwei Bohnensorten kann auch ganz interessant schmecken. Wer allerdings entkoffeinierten Kaffee trinken möchte, der sollte lieber das Kaffeepulverfach verwenden, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber zurück zu unserem Kaffee. Beim Aroma stellen wir 3 Bohnen ein, also Stufe stark, und wählen dann das Kaffeesymbol. Während der Zubereitung können wir auch hier die Getränkemenge immer noch per Drehschalter anpassen. Der Bezug einer Tasse dauert übrigens nur ungefähr 1 Minute. Jetzt messen wir gleich wieder die Temperatur, denn wir wissen, dass richtig heißer Kaffee vielen von euch sehr wichtig ist. Mit 74 Grad ist er definitiv heiß genug. Der Kaffee hat eine feine, hellbraune Crema. Geschmacklich ist er schon ziemlich gut, aber auch minimal bitter. Das ist bei langen Extraktionen typisch. Damit der Kaffee noch besser schmeckt, haben wir noch einen Tipp für euch. Stellt eine Tasse unter und aktiviert den Doppelbezug. Bei der Getränkemenge wählt ihr die Hälfte der gewünschten Kaffeemenge aus. Wir wollen einen 200 Milliliter Kaffee, also stellen wir 100 Milliliter ein. Der Vollautomat bereitet nun zweimal 100 Milliliter zu und führt dazu auch 2 Mahl- und Brühvorgänge durch. Dadurch ist die Extraktionszeit je Kaffeepuck kürzer und euer Kaffee schmeckt aromatischer und weniger bitter. Das lohnt sich vor allem bei einer großen Tasse Kaffee. Dieser Tipp gilt übrigens für alle Vollautomaten und nicht nur hier bei diesem Gerät. Jetzt beziehen wir einen Americano und zeigen euch gleichzeitig, wie ihr das Getränk programmieren könnt. Wenn ihr den Drehschalter hier gedrückt haltet, gelangt ihr ins Hauptmenü. Unter Bezugstasten könnt ihr jetzt hier die Klassiker Espresso, Kaffee, Cappuccino und so weiter programmieren. Unter Rezepte findet ihr alle weiteren Getränke aus der My Recipes Liste. Hier ist dann zum Beispiel der Ristretto, der Lungo und hier der Americano. Unter Kaffeemenge könnt ihr die Menge jetzt zwischen 25 und 220 Milliliter einstellen. Wir wählen 50 Milliliter für unseren Espresso. Die Kaffeestärke könnt ihr wie gewohnt in 4 Stufen einstellen, von mild bis sehr stark. Wir wählen Stufe stark. Die Temperatur könnt ihr hier auch für jedes Getränk einzeln einstellen. Hier stehen euch insgesamt 3 Stufen von niedrig bis hoch zur Verfügung. Wir wählen Stufe hoch. Ein Americano ist ein mit heißem Wasser gestreckter Espresso. Daher stellen wir hier unter der Wassermenge noch die gewünschte Menge ein. Wir hätten gern 100 Milliliter. Jetzt verlassen wir das Menü wieder über Exit. Dann können wir hier über die My Recipes Liste den Americano auswählen und sehen dann im Display direkt unsere Einstellungen. Jetzt werden zuerst 50 Milliliter Espresso bezogen. Die zusätzlichen 100 Milliliter Wasser werden nicht durch den Kaffeepuck gepresst, sondern direkt in die Tasse geleitet. Genau wie beim Doppelbezug eben ist auch hier die Extraktion des Kaffeepucks daher relativ kurz. Daher hat der Americano auch besonders wenig Bitterstoffe. Die Temperatur ist mit 75 Grad ideal. Americano hat typischerweise eine dünnere Crema und erinnert im Geschmack an Filterkaffee. Ideal für alle, die es aromatisch, aber nicht zu intensiv mögen. Insgesamt ein super Vollautomat für Kaffeeliebhaber. Jetzt programmieren wir einen Cappuccino. Dazu gehen wir wieder ins Hauptmenü
und wählen diesmal unter Bezugstasten den Cappuccino aus. Die Kaffeemenge stellen wir hier jetzt auf 40 Milliliter. Das Aroma, also wie stark der Cappuccino wird, stellen wir diesmal auf Stufe 3, also stark. Die Temperatur können wir ja für jedes Getränk einzeln einstellen und wählen hier Stufe hoch, damit der Cappuccino auch schön heiß wird. Bei der Schaummenge wählen wir 220 Milliliter. Damit ist nämlich das Volumen im aufgeschäumten Zustand gemeint. Das entspricht dann etwa 110 Millilitern Milch. So haben wir ziemlich genau das originale Cappuccino-Rezept. Da kommen auf einen Teil Espresso rund 2,5 Teile Milch. Jetzt gehen wir wieder raus aus dem Menü und wählen dann den Cappuccino aus. Während der Zubereitung könnt ihr die Kaffee- und Milchmenge über den Drehschalter nochmal anpassen. Der Vollautomat behält dabei immer euer programmiertes Verhältnis von Kaffee und Milch bei. So könnt ihr eine kleinere oder größere Tasse nach eurem Rezept zubereiten. Wie ihr seht, wird hier die originale Zubereitung angewendet. Zuerst Espresso und anschließend Milchschaum. So bekommen wir einen schönen braunen Milchschaum und Espresso und Milch vermischen sich auch direkt. Für alle, die es etwas intensiver mögen, gibt es noch den Flat White. Der ist dem Cappuccino ähnlich, wird aber mit 2 Espressi zubereitet. Die Temperatur ist mit 64 Grad okay, aber unser Ziel sind eigentlich 67 Grad. Der Milchschaum ist teilweise sehr fein, an anderen Stellen aber etwas gröber. Das liegt einfach auch an der Reihenfolge der Zubereitung. Die Konsistenz ist schön cremig und die Optik super. Als nächstes zeigen wir euch, wie ihr Profile anlegen könnt. Das ist besonders praktisch, wenn jeder im Haushalt seinen Kaffee gerne anders trinkt. Dazu gehen wir ins Hauptmenü und wählen dann hier My Coffee aus. Hier seht ihr jetzt mein Profil und noch 5 weitere Profile. Insgesamt habt ihr also 6 Profile. Wir legen jetzt ein weiteres Profil unter zweitens an. Hier können wir jetzt auch den Namen eingeben. Wir nennen das Profil einfach mal Anton. Nachdem ihr den Namen eingegeben habt, bestätigt ihr jetzt einfach hier unten. Jetzt müssen wir das Profil noch auf aktiv stellen. Das ist sehr wichtig, damit wir es später über den My Recipes Knopf auch abrufen können. Aktiv. Hier unten seht ihr jetzt alle Getränke, die ihr für dieses Profil programmieren könnt. Das sind alle Getränke der direkten Bezugstasten hier oben. Also Espresso, Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchschaum, Milch und heißes Wasser. Wir wählen jetzt einfach mal den Latte Macchiato aus. Bei der Kaffeemenge wählen wir hier 30 Milliliter. Die Kaffeestärke stellen wir auf 2 Bohnen bzw. Stufe normal. Die Temperatur stellen wir auf Stufe hoch, damit der Latte Macchiato auch schön heiß wird. Bei der Milchschaummenge wählen wir das Maximum, also 220 Milliliter. Das entspricht ungefähr 110 Millilitern Milch. Jetzt klicken wir auf Exit und das Ganze ist automatisch gespeichert. Wenn wir jetzt ein Getränk für Anton beziehen wollen, dann klicken wir hier oben auf My Recipes. Dann seht ihr jetzt hier zuerst mein Profil und wenn ihr nochmal klickt, steht hier im Display Anton. Solange jetzt hier Anton steht, könnt ihr ein Getränk mit den gespeicherten Einstellungen abrufen. Wir aktivieren jetzt hier noch den Doppelbezug, damit wir gleich 2 Latte Macchiato für Anton und seine Freundin zubereiten können. Und jetzt wählen wir den Latte Macchiato. Im Gegensatz zum Cappuccino kommt hier erst der Milchschaum und anschließend der Espresso. Ein Doppelbezug von Milchschaumgetränken ist nicht unbedingt üblich in dieser Preisklasse. Bei vielen Herstellern ist das erst ab 1000 € möglich. Auf den ersten Blick sieht der Milchschaum hier schon feiner aus als beim Cappuccino eben.
Jetzt kommen noch die beiden Espressi. Mit 63 Grad ist der Latte Macchiato schön warm, aber nicht richtig heiß. Das sieht schon super aus, wie sich Espresso und Milch vermischen. Ganz unten seht ihr die warme Milch, darüber den Espresso und ganz oben die Milchschaumhaube. Wie schon vermutet ist der Milchschaum hier richtig fein, strahlend weiß und schön cremig. Insgesamt definitiv ein guter Latte Macchiato. Wir haben hier beim Milchschaum bereits das Maximum eingestellt, also 220 Milliliter. Für ein kleines Latte Macchiato Glas ist das zwar ausreichend, bei einem großen Glas aber zu wenig. Hier haben wir noch einen Tipp für euch. Aktiviert auch hier einfach den Doppelbezug und stellt die Hälfte der gewünschten Menge ein. Wir haben für unser 400 Milliliter Glas eine Getränkemenge von 200 Milliliter eingestellt, wovon 175 Milliliter Milch sind und 25 Milliliter Kaffee. So bekommen wir auch ein großes Latte Macchiato Glas voll. Bei diesem Trick gibt es noch einen weiteren Vorteil. Es werden 2 Mahlvorgänge durchgeführt und 2 Kaffeepucks extrahiert. Dadurch wird euer Latte Macchiato etwas intensiver im Geschmack und hat weniger Bitterstoffe. Zum Abschluss zeigen wir euch noch schnell einen Milchkaffee oder wie man auf Französisch sagt, Café au lait. Dieser wird zur Hälfte aus intensivem Kaffee und zur Hälfte aus heißer Milch mit etwas Milchschaum zubereitet. Für unsere 250 Milliliter Tasse stellen wir den Kaffee auf 120 Milliliter und auch bei der Milch wählen wir 120 Milliliter. Zuerst wird der Kaffee bezogen und danach die Milch. Im Vergleich zu anderen Vollautomaten gelingt der Milchkaffee hier richtig gut. Dank der kleinen Schicht Milchschaum sieht er auch wirklich klasse aus. Eine klare Empfehlung für alle Milchkaffee-Fans. Nach den ganzen Getränken schauen wir uns jetzt an, wie gut sich der Vollautomat wieder reinigen lässt. Nach der Zubereitung eines Milchschaumgetränks werden wir aufgefordert, das Easy Cleaning Programm zu starten, um das Milchsystem zu spülen. Dazu ziehen wir den Milchschlauch aus dem Milchbehälter und stecken ihn in diese Öffnung hier am Abtropfblech. Wir haben jetzt noch eine Tasse untergestellt und starten das Programm. Und dann wird alles gründlich mit heißem Wasserdampf durchgespült. Leichter geht es wirklich nicht. Den Milchbehälter solltet ihr spätestens nach 3 Tagen ausleeren und gründlich mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Das gleiche gilt für den Milchschlauch. Jetzt schauen wir uns mal die Auffangschalen an. Die sind scheinbar voll, denn der rote Schwimmer hier steht hoch. Wir nehmen noch den Milchschlauch ab und können sie dann nach vorne herausziehen. Hier ist das Wasser der Spülvorgänge gelandet und im Kaffeesatzbehälter die ganzen Kaffeepucks. Wie ihr seht, sind die Pucks relativ trocken und sauber gepresst. Der Behälter ist etwas kleiner als bei anderen Geräten, es passen nur 10 Kaffeepucks rein. Das Gute ist, wenn ihr regelmäßig ausleert, kann auch nichts gammeln. Sobald die Behälter voll sind, erscheint dann ein Hinweis im Display. Am besten leert ihr beide Behälter immer zusammen aus. Die Kaffeepucks entsorgen wir einfach im Biomüll. Einmal pro Woche solltet ihr alles gründlich abspülen. Jetzt sehen wir uns noch die Brühgruppe an. Dazu öffnen wir die Serviceklappe auf der rechten Seite. Über diesen Griff hier können wir sie einfach entnehmen. Ihr seht, die Brühgruppe ist recht groß und auf uns wirkt sie auch ziemlich robust. Hier in der Brühkammer sind ein paar Kaffeereste, genau wie auf der anderen Seite beim Stempel. Aber das ist völlig normal. Damit sie uns dauerhaft guten Kaffee zubereitet, spülen wir sie einmal wöchentlich mit warmem Wasser ab. Verwendet aber bitte kein Spülmittel und lasst die Brühgruppe danach komplett an der Luft trocknen, bevor ihr sie wieder einsetzt. Alle Reinigungsprogramme findet ihr übrigens im Hauptmenü unter Pflege. Wir zeigen euch jetzt die Reinigung des Milchsystems. Das Programm dauert ca. 3 Minuten und sollte einmal wöchentlich durchgeführt werden. Wir füllen jetzt Wasser und etwas Milchsystemreiniger in den Tank und stellen den Kaffeesatzbehälter unter den Auslass.
Jetzt wird das gesamte System gründlich durchgespült. Nach gut 2 Minuten schließen wir dann den Milchschlauch am Abtropfblech an und bestätigen es per Drehschalter. Jetzt wird nochmal durchgespült, anschließend solltet ihr den Milchtank noch ausspülen. Zusätzlich könnt ihr euch gleich noch den Milchadapter schnappen und zusammen mit dem Tank abspülen. Die Reinigung des Kaffeesystems solltet ihr circa alle 2 Monate durchführen oder wenn der Vollautomat euch dazu auffordert. Das Programm dauert rund 15 Minuten. Dabei wird auch die Brühgruppe gründlich gereinigt, denn zwischendurch geben wir eine spezielle Reinigungstablette in das Kaffeepulverfach. Folgt einfach den Hinweisen im Display, es ist wirklich einfach und selbsterklärend. Entkalken müsst ihr alle 1 bis 2 Monate, je nach Wasserhärte. Wenn ihr einen Wasserfilter nutzt, müsst ihr nur einmal im Jahr entkalken. Damit euch das Gerät ans Entkalken erinnern kann, müsst ihr unbedingt eure Wasserhärte einstellen. Ein Teststreifen wird euch daher immer mitgeliefert. Für das Entkalkungsprogramm füllen wir einfach 500 ml Wasser und etwas Entkalker in den Tank. Dann folgt ihr wieder den Hinweisen am Display und nach ca. 25 Minuten ist das Programm fertig. Damit sind wir auch schon durch mit unserem Test. Wir fassen euch das Wichtigste jetzt nochmal kurz zusammen. Die Melitta Latte Select bereitet euch 12 Getränke auf Knopfdruck zu. Bei Espresso, Kaffee und allen Milchschaumgetränken ist sogar ein Doppelbezug möglich. In diesem Preisbereich bieten das nur wenige Vollautomaten. Eine weitere Besonderheit ist das doppelte Bohnenfach, mit dem ihr zwischen 2 Bohnensorten hin und her wechseln könnt. Sehr gut waren in unserem Test der Espresso und der Kaffee. Der Milchschaum ist schön cremig, hätte aber beim Cappuccino noch ein wenig feiner sein können. Hier waren ein paar gröbere Bläschen zu erkennen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass hier zuerst der Espresso und dann der Milchschaum zubereitet wird. Beim Latte Macchiato ist es andersherum, hier war der Schaum schon deutlich feiner und gleichmäßiger. Insgesamt ist der Milchschaum definitiv gut, es reicht nur nicht ganz zur Bestnote. Kaffee und Espresso waren in unserem Test ordentlich heiß. Die Milchschaumgetränke hätten allerdings noch heißer sein können. Die Getränke hatten aber alle die perfekte Trinktemperatur. Wenn ihr euch allerdings richtig heißen Milchschaum wünscht, wäre ein anderes Modell besser geeignet. Begeistert waren wir von den vielen Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt die direkten Bezugstasten und alle weiteren Getränke unter My Recipes genau nach euren Vorstellungen anpassen. Bei der Kaffeestärke stehen euch 4 Stufen zur Auswahl, von mild bis extra stark. Alle Getränke lassen sich außerdem Milliliter genau einstellen, sowohl bei der Kaffee- als auch bei der Milchschaummenge. Beides könnt ihr sogar noch während der Zubereitung anpassen. Dabei wird das Verhältnis von Kaffee zu Milch automatisch beibehalten. Das haben wir bisher bei keinem anderen Vollautomaten gesehen. Außerdem könnt ihr 6 Profile anlegen, die ihr mit euren eigenen Namen benennen könnt. Hier kann jeder den Kaffee oder Cappuccino nach individuellem Geschmack anpassen. Der Vollautomat ist zwar größtenteils aus Kunststoff, dafür ist die Qualität aber wirklich ordentlich und alle wichtigen Teile sind robust verarbeitet. Überrascht waren wir vom leisen Mahlwerk. Hier haben wir im Schnitt nur 63 Dezibel gemessen, damit ist es das bisher leiseste Mahlwerk aus unserem Test. Und auch bei der Handhabung punktet der Vollautomat. Das Touch-Display ist übersichtlich und lässt sich intuitiv bedienen. Der Wassertank lässt sich leicht entnehmen und das Bohnenfach ist gut zu erreichen. Für die Milch könnt ihr entweder den großen Milchbehälter nutzen oder ihr steckt den Schlauch direkt in einen Milchkarton. Etwas größer hätte der Kaffeesatzbehälter ausfallen können. Hier passen gerade einmal 10 Kaffeepucks rein. Damit sorgt der Vollautomat aber wenigstens dafür, dass ihr den Behälter regelmäßig ausleert. Sehr gut finden wir die verschiedenen Reinigungsprogramme. Nach jedem Milchschaumbezug spült sich das Milchsystem auf Knopfdruck mit heißem Wasser und Dampf. Einmal wöchentlich könnt ihr außerdem eine gründliche Milchsystemreinigung durchführen. Außerdem stehen euch noch ein Reinigungsprogramm für das Kaffeesystem und selbstverständlich ein Entkalkungsprogramm zur Verfügung. Die Brühgruppe lässt sich entnehmen und sollte wöchentlich mit klarem Wasser abgespült werden. Insgesamt ist die Melitta Latte Select ein wirklich gelungener Vollautomat mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Highlights wie der Doppelbezug bei Milchschaumgetränken, die 6 individuellen Profile und die 2 Bohnenfächer
gleichen die kleineren Schwächen mehr als aus. Für uns einer der besten Vollautomaten für Kaffeeliebhaber. Das war unser Test zum Melitta Latte Select. In der Infobox verlinken wir euch den ausführlichen Testbericht auf unserer Website. Dort findet ihr auch einen Vergleich mit anderen Vollautomaten. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt jetzt den Like-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Wünsche, welche Vollautomaten wir als nächstes testen sollen. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick von den Coffee Tasters.